Habe die Ehre und herzlich willkommen hier bei Namahin. Schön, dass du wieder da bist bei dieser weiteren Folge Alles über Heilung, und diesmal schauen wir uns die planetaren Gesetzmäßigkeiten an, was die mit Heilung zu tun haben. Ja, wie du vielleicht weißt, und falls du es nicht weißt, kannst du dir sicher vorstellen, es gibt in diesem Universum unzählige Planeten. Jeder Planet, ob bewohnt oder nicht, hat bestimmte planetare Gesetzmäßigkeiten. Ich werde dir sagen, welche Gesetzmäßigkeiten hier auf unserem Planeten die zwei wichtigsten sind. Das oberste planetare Gesetz lautet freier Wille und bedeutet Nicht-Einmischung, nicht eingreifen in den freien Willen. Das heißt auch als Heiler, man darf nicht in den freien Willen des Heilungssuchenden eingreifen. Man kann ihm Heilung nicht aufzwingen. Es ist immer der freie Wille jedes Einzelnen zu respektieren. Dass das nicht geschieht, zum größten Teil auf unserem Planeten, das, glaube ich, weißt du oder das kannst du sehen. Es wird überall versucht zu manipulieren und in den freien Willen einzugreifen. Ja, und du siehst, eines der obersten Themen der Menschheit ist Macht. Über andere Menschen Macht ausüben, sie beeinflussen wollen, in ihrem freien Willen eingreifen, sie unterdrücken. Macht. Und interessant, dass wenn wir uns anschauen, was unser Leben bestimmt, also jetzt sind wir gerade beim Thema Macht, Macht ausüben, Machtspielchen. Fast in jeder Beziehung gibt es Machtspielchen. Das hat immer was mit nicht den freien Willen des anderen zu achten zu tun. Und da sehen wir ganz genau, was das Lernfeld auf unserem Planeten ist. Es ist deswegen das Lernfeld, weil es die oberste planetare Gesetzmäßigkeit ist. Die zweithöchste planetare Gesetzmäßigkeit ist Ausgleich. Ich möchte nochmal daran erinnern, Ausgleich, da geht es um hauptsächlich männlich und weibliche Energie. Jeder Mensch trägt in sich weibliche Energie und männliche Energie. Egal, ob du Mann bist oder Frau, du trägst beide Energien in dir. Und auf einer bestimmten Ebene sollten sie miteinander im Balance sein. Deswegen bleibst du genauso Mann oder Frau, aber vielleicht nicht typisch Mann und nicht typisch Frau, sondern in einem ausgeglichenen Zustand. Und das bewirkt Heilung, weil das zweite höchste planetare Gesetz strebt nach dem Ausgleich von Geben und Nehmen. Und wir schauen uns um, was spielt eine große Rolle? Der Menschen leben jeden Tag Sex, Mann-Frau-Themen, Geld, Schulden, Geben, Nehmen, Handeln. Riesenthemen. Warum? Weil es die zweithöchste planetare Gesetzmäßigkeit ist. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die werden sich auch nie ändern. Und es ist mehr als klug, es ist schon fast weise, sich das vor Augen zu führen und zu versuchen, innerhalb dieser planetaren Gesetzmäßigkeiten zu handeln. Dann geschieht Heilung. Wie immer auch in dieser Folge eine kurze Übung für dich, die dir helfen soll, das Gesagte jetzt in dich tief aufzunehmen, in deine Seele. Es ist immer gut, wenn du ruhig und tief atmest. Und dann stelle dir unseren Planeten vor. Dieses blaue Juwel. Dort herrschen Gesetze, nicht von Menschen gemacht, Gesetzmäßigkeiten der Energie. Blicke jetzt zum Planeten und sag: Du, meine Heimat, meine Liebe, dir und mir zuliebe, beginne ich von nun an
auf die Gesetzmäßigkeiten zu achten. Ich achte den freien Willen jedes Menschen. Ich strebe in allem, was ich tue, nach Ausgleich. Ich bin Harmonie und Balance. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge wieder gefallen hat und dich vielleicht ein Stück weitergebracht hat oder dir vielleicht die eine oder andere Erkenntnis beschert hat. Das wäre natürlich der Idealfall, aber Erkenntnisse kann man nicht erzwingen, man kann Wissen weitergeben. Lass es einfach nochmal sacken, schau dir die Welt nochmal unter dem Gesichtspunkt an, was heute gesagt wurde. Versuch dir eine Erkenntnis daraus zu ziehen, die du fühlen kannst. Wir sind wieder beim Fühlen, werde ich immer wieder sagen, die du fühlen kannst und sagst, ja, ich merke, so ist es. Dann wird sich dein Leben ändern. Es tritt Heilung ein. Heilung ist so vielfältig. Heilung ist einfach, aber geschieht auf so vielen Ebenen und vielfältig. Aber die Basis, die Grundlagen, die Erkenntnisse dafür, das sind immer die gleichen und das ist ganz einfach. Ich danke dir. Gib mir bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, dass du dran bleibst. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Dein Name Him.